again. Bevor ich weiter Welcome to this place. And yeah. möchte ich die zwei neuen Gesichter in unseren Reihen einfach mal grüßen. Ihr könnt sie einfach ihnen Hallo sagen und sie herzlich willkommen heißen in unserer Gemeinde. Yeah. You're welcome in this place. Ihr seid willkommen in diesem Platz. Okay. Right now, I want to talk about burden. Ich möchte jetzt über Last sprechen. Last week. Probably you have heard many times about people talking about this. Vielleicht habt ihr oftmals gehört, wie Leute darüber gesprochen haben. Probably it's not something new for you. Und das ist nichts Neues für euch. But I just want to share today for a reminder, Und ich möchte euch einfach nur als Erinnerung heute teilen for encouragement, oder auch zur Ermutigung, to give you heads up for the things that come. einfach so sagen, so, ja, es geht weiter. And the title of my sermon today is The Pillow Talk. Und der Titel von meiner heutigen Predigt ist Pillow das Talk. Küssengespräch. Do you know Pillow Talk? Wisst ihr, was das ist? Like if there are two friends and they are in the room together and they want to sleep, but before they go to sleep, normally they talk about stuff. Also wenn es da zwei Freunde gibt und die sind in einem Raum, und bevor sie schlafen gehen, dann sprechen sie über Dinge. About real things in Über life. über wahre Sachen im Leben. Like probably these best friends would share about problems or like I don't know, Diese besten Freunde würden also quasi ihre Probleme teilen. like personal feelings, So wirklich persönliche Gefühle personal thoughts. oder Gedanken. Like for example, Liam. Zum Beispiel, Yeah, I stayed by his place for several times. habe ich schon ganz oft an seinem Platz oder an seinem Platz geschlafen. You guys remember Liam? Erinnert euch an die? Our brother Liam. Yeah, and many times before we go to bed, Und ganz oft, bevor wir einfach schlafen gehen, even though we already lay on the bed, und selbst wenn wir schon bereits auf diesem Bett liegen, but we end up talking for hours and hours about stuff. aber es passiert immer wieder, dass wir für Stunden und für Stunden einfach sprechen. About serious things. Über wichtige Sachen. And sometimes about love, Oder über die Liebe. sometimes about, I don't know, future, Oder anything. über die Zukunft. Alles. Yeah, this is the pillow talk. Und das ist so dieses Kissengespräch. So what's the correlation between pillow talk and burden? Wo ist denn der Zusammenhang zwischen Kissengespräch und der Last? Yeah, let's see later. Lass uns das ansehen. So in the Bible, there is one guy, Und in der Bibel gibt es einen, a human, gibt es einen Menschen, who really loves doing pillow talk. der wirklich diese Kissengespräche liebt. With who? With his best friend. Mit wem? Mit seinem besten Freund. And who is it? Und wer ist das? It's David. Das ist David. How come David? Und wie kommt es? And who was his best friend? Und wer ist sein bester Freund? I thought he was a king. Ich dachte, er war ein König. I thought he was alone. Yeah. Oder er war allein. But yeah, his best friend is God. Aber sein bester Freund ist doch Gott. And in the Psalms, Und in Psalmen oder in den Sprüchen steht geschrieben, you can see his conversation with God. dass er Unterhaltung hatte mit Gott. There's one example in Psalm 55. Es gibt ein Beispiel in Sprüchen 51. 55, Psalm 55. Oder 55. Alright. Let's read the whole Psalm 55 right now. So give ear to my prayer, O God, and do not hide yourself from my supplication. Attend to me and hear me. I am restless in my complaint and moan noisily. Because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked, for they bring down trouble upon me, and in wrath they hate me. My heart is severely pained within me, and the terrors of death have fallen upon me. Fearfulness and trembling have come upon me, and horror has overwhelmed me. So I said, oh, that I had wings like a dove, I will fly away and be at rest.
Indeed, I would wander far off and remain in the wilderness. I would hasten my escape from the windy storm and tempest. Destroy, O Lord, and divide their tongues, for I have seen violence and strife in the city. Day and night they go around it on its walls. Iniquity and trouble are also in the midst of it. Destruction is in its midst. Oppression and deceit do not depart from its streets. For it is not an enemy who reproaches me, then I could bear it. Nor is it one who hates me, who has exalted himself against me, then I could hide from him. But it was you who made my equal, my companion, and my acquaintance. We took sweet counsel together and walked to the house of God in the throne. Let death seize them. Let them go down alive into hell. For wickedness is in their dwellings and among them. As for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning and at noon I will pray and cry aloud, and he shall hear my voice. He has redeemed my soul in peace from the battle that was against me, for there were many against me. God will hear and afflict them, even he who abides from all, because they do not change, therefore they do not fear God. He has put forth his hands against those who were at peace with him. He has broken his covenant. The words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart. His words were softer than oil, yet they were drawn to swords. Cast your burden on the Lord, and he shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. But you, O God, shall bring them down to the pit of destruction. Bloodthirsty and deceitful man shall not live out half their days, but I will trust in you. Oh, ja, finish. Und wir lesen heute den Psalm 55 ganz. Vers 1. Dem Vorsänger mit Saitenspiel, ein Maskier von David. Schenke mein Gebet Gehör, o Gott, und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Höre auf mich und antworte mir. Ich bin unruhig in meiner Klage und stöhne. Vor dem Brüllen des Feindes, vor der Bedrückung der Gottlosen. Denn sie wollen Unheil über mich bringen und befeinden mich grimmig. Mein Herz bebt in mir und die Schrecken des Todes haben mich überfallen. Furcht und Zittern kommt mich an und Schauder bedeckt mich. Und ich sprach, oh, dass ich Flügel hätte wie die Taube, ich würde davonfliegen, bis ich wohlfände. Siehe, ich wollte weit wegfliehen, mich in die Wüste aufhalten. Ich wollte mich zu meinem Zufluchtsort eilen, vor dem brausenden Wind, vor dem Sturm. Vertilge sie, Herr, entzweige sie in Absprachen, denn ich sehe Gewalttat und Streit in der Stadt. Tag und Nacht gehen sie umher auf ihren Mauern und in ihrem Inneren ist Unheil und Verderben. Bosheit herrscht in ihrer Mitte und von ihrem Markt weichen nicht Bedrückung und Betrug. Denn es ist nicht mein Feind, der mich schämt, das könnte ich ertragen. Nicht mein Hasser tut groß gegen mich, vor dem wollte ich mich verbergen. Aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Dabei hatten wir einige Gemeinschaft miteinander, sind zum Haus Gottes gegangen mit der Menge. Der Tod überfalle sie. Sie sollen lebendig ins Totenreich fahren, denn Bosheit ist in ihren Wohnungen, in ihrem Inneren. Ich aber rufe zu Gott und der Herr wird mir helfen. Abends, morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. Er hat meine Seele erlöst und in Frieden geschafft von denen, die mich bekriegten, denn viele sind gegen mich gewesen. Gott wird hören und sie demütigen, er, der auf dem Thron sitzt und vor Urzeit her. Denn sie ändern sich nicht und sie fürchten Gott nicht. Er hat seine Hand ausgestreckt gegen die, welche im Frieden mit ihm leben. Seinen Bund hat er entweiht. Seine Reden sind glatt wie Butter, aber Krieg hat er im Sinn. Seine Worte sind sanfter als Öl, aber dafür gezückte Schwerter. Wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird die Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Ja, du, o Gott, wirst sie in die Grube des Verderbens hinunterstoßen. Die Blutgierigen und Falschen werden es nicht bis zur Hälfte ihrer Tage bringen. Ich aber vertraue auf dich. Okay. So, as you read this, wenn wir diesen Vers gelesen haben, you can feel
the emotion of David, right? Kannst du die Gefühle von David Like, erkennen? like there was this problem so big for David. Und es gab diese Probleme, die waren so groß für David It was so stressful to him, und haben ihm so viel Stress bereitet. and and he put it out towards God. Und er hat es einfach an Gott einfach rausgelassen. All his anger, all his All seine anger, Wut, all his burden, all his fear. all seine Last, all seine Ängste. He poured it out. Das hat er rausgetan. So, and before I continue, there is, I think, this kind of situation, I mean like the situation of heart, this kind of Und diese situation, Situation in unserem Herzen, it happens also in our life. das passiert auch in unserem Leben. I mean like, I believe that sometimes our heart is also troubled like Und that. ich glaube, dass manchmal unser Herz auch genauso besorgt ist wie sein Herz. There is a film, Deswegen, da gibt es ein Problem. movie, Achso, einen Film in Netflix, auf Netflix. and there is a story about a girl, Und es geht um eine Frau. and this girl had a lot of burden, had a lot of Und problems, diese Frau hatte ganz viel Last, but she couldn't like share the burden. aber sie konnte diese Last nicht teilen. She couldn't reach out to somebody, to the parents. Sie konnte sich an niemanden wenden, nicht an die Eltern. So in the end, she just stayed by herself with this burden. Und deswegen hat sie diese Last einfach auf sich selber belassen. And in the end, because it was so hard, Und ganz am Ende, weil es so schwer war, she committed suicide. hat sie sich umgebracht. What I mean is, Was ich damit sagen möchte. this kind of situation can come to our lives. I mean, can come to all of our Diese lives. Situation könnte in all unseren Leben sein. And it could be so depressing. Und es könnte so deprimierend sein. But because we're Christian, Aber weil wir Christen sind because we're a believer, und weil wir Gläubige sind, we have somebody. dann haben wir jemanden. We have somebody that we can turn to. Wir haben jemanden, an den wir uns wenden können. Hard times can happen all the time, Und wir können immer schwierige Zeiten haben. but it's how we deal with it Aber es geht darum, wie wir damit umgehen. that makes it different. Und das macht es anders. So if you see in the story of David again, Also wie wir jetzt in der Story von David gesehen haben. there was this emotion. Ja, da gab es diesen Ausbruch von Emotionen, He was von really sad, Gefühlen. Ja, er war richtig ängstlich. and he even thought that it was his friends who backstabbed him. Und er hat da auch davon gesprochen, dass es nicht seine Feinde waren, sondern seine Freunde, die sich gegen ihn gewandt haben. His heart was in anguish. Und deswegen war sein Herz So in Zorn. like severe mental pain. Er hatte einfach unglaubliche Schmerzen. His situation was really awful. Und diese Situation war wirklich schlimm für ihn. And that was his battle right there. Und das war sein Kampf. So, probably people have told you like many times, hey, if you have problems, you can come to God. Und vielleicht mögen euch schon Leute gesagt haben, wenn du Probleme hast, dann geh zu Gott. But many times, this has also happened to me because I'm human. Aber auch ganz oft, und das ist auch mir passiert, If there is one big problem, wenn es da wirklich ein großes Problem gibt, sometimes we just lost in it. dann verlieren wir uns daran. We lost in thoughts. Wir verlieren uns im Gedanken. And even though we pray to God, Auch wenn wir zu Gott beten, our thoughts was so occupied with His problems. sind unsere Gedanken so mit diesem Problem benommen, Yeah, so lost in His problems. so verloren in diesem Problem, Some Christians will choose to keep dealing with the problems by their own, dass manche Christen halt wählen, selber damit umzugehen, without involving God. ohne Gott. Probably, you would say, yeah, I've prayed, but in the end, I don't feel like there is still this fear inside me.
Vielleicht habt ihr auch gebeten und ihr sagt, ja, aber am ganzen Ende vom Lied ist es so, dass ich trotzdem noch Angst habe. And in the end, people begin to lose their faith to God. Und deswegen am Ende verlieren die Leute ihren Glauben an Gott. Because I don't know, I'm in this problem, but I don't see God working in this problem. Ich habe dieses Problem, ich habe mich an Gott gewandt, aber ich kann es nicht sehen, dass Gott etwas verändert. And because of that, people start not coming to God anymore. Und deswegen fangen Leute an, vielleicht nicht mehr zu Gott zu kommen. But I want to encourage you today Aber ich möchte euch ermutigen heute, to come to God. zu Gott zu kommen. Probably, I know that we are all here are not the same. Ich weiß, dass wir nicht alle die gleichen sind hier. My background is different as Adrian's background. Meine Geschichte ist eine andere als Alberts. Yeah, Carrie's background is different than mine. Oder Carries. Probably, some of you are raised in a broken family. Vielleicht wurden einige auch erzogen in einer gebrochenen Familie. Probably some of you are raised or are raised alone without having people around you. Oder ihr wurdet auch aufgezogen ohne irgendjemand um mich herum. And yeah, backgrounds can determine people's attitude. Und die Geschichte oder der Hintergrund kann auch die Einstellung der Leute ändern. Backgrounds can even influence how people come to God. Und das kann auch verändern, wie die Leute zu Gott kommen. Like, if you are raised in a situation that nobody understands you, Also wenn wir aufgewachsen sind in einer Situation, die sonst keiner versteht, probably you will say, I don't know if I can come to God because I don't know if He will understand me. dann sagt ihr vielleicht, ich weiß nicht, ob ich zu Gott komme, weil ich weiß nicht, ob er das verstehen kann. And probably in your life, Und vielleicht in eurem Leben people betray you all the time. betrügen euch die Leute. And then it makes you think like, I don't know if I can trust God. Und deswegen sagt ihr, ich weiß nicht, ob ich Gott vertrauen kann. Probably He will betray me also. Vielleicht wird er mich auch betrügen. Or yeah, in a broken family, for example. Oder in einer gebrochenen Familie zum Beispiel. Probably the father, for example, the figure of father is broken. Dass so die Vaterfigur gebrochen ist. The father was so hard to him. Der Vater war so schlecht zu ihm. And then as you come to this church, you hear like, yeah, He's our Father, God is our Ihr Father. kommt zur Kirche. Und ihr werdet gesagt, er ist so gut, er ist unser Vater. And then you're like, Aber ihr sagt, I don't know then if He's good because my father is like, I don't know, my picture of father is broken, like He's bad. ich weiß nicht, wie ich so einen guten Vater ansehen soll. Von meinem Gesicht, meine Vorstellung vom Vater ist was ganz anderes. So I don't know if I can come to God Deswegen weiß ich nicht, ob ich zu Gott kommen kann. because He's like that in the thoughts. Denn in meinen Gedanken ist er doch schlecht. So, yeah, this could be the reasons also that people don't come to God. Und das kann auch einer der Gründe sein, warum die Leute nicht zu Gott kommen. But again, Aber noch einmal. I want to encourage you to come Ich to möchte euch God. ermutigen, kommt zu Gott. There are reasons why we can come to God. Es gibt Gründe, um zu Gott zu kommen. The first one, Der erste. can you click? The first one is, the first reason is His never-ending love. Der erste Grund ist seine niemals endende Liebe. I know that you have heard this all the time. Ich weiß, dass ihr es immer gehört habt. Like, God's grace is so good. Seine Gnade so gut ist. Or like, God is good all the time. Gott ist gut. Jederzeit. All the time God is good. Jederzeit, Gott ist gut. But yeah, truly, Aber wirklich, wahrlich sage ich euch, He is good. er ist gut. He loves us. Er liebt uns. And He will never leave us. Und er wird uns niemals verlassen. Like here in Deuteronomy 31 verse 6, it is said, be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. In 5. Mose 31, Vers 6 gilt geschrieben, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst dich nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir, er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. So in this Bible verse it is said, God will never leave us. Hier steht geschrieben, dass uns Gott niemals verlassen wird. God will never forsake Er us. wird uns niemals aufgeben. But sometimes, like I said before, like in the problems, sometimes people say, I don't see God.
Aber manchmal, wenn die Leute Probleme haben, sagen sie, ich sehe das nicht. Ich sehe Gott nicht. Maybe I can see God in my good times. Vielleicht kann ich Gott in meinen guten Zeiten Like sehen. I can see His blessings. Ich kann seine Segnung sehen. I can see His miracles. In seinen Wundern. But like right now in my bad situation, Aber jetzt in meiner schlechten Situation where is He? kann ich es nicht sehen. Wo ist er? I can't see Him. Ich kann es nicht sehen. All I can see is black clouds. Alles, was ich sehen kann, sind schwarze Wolken. I can't see a way out. Und ich kann keinen Weg nach draußen sehen. All I can see is me myself. Und alles, was ich sehen kann, das bin ich nur selber. Right here, right now. Einfach hier, jetzt. But one thing that I want to say Aber eine Sache, die ich euch sagen möchte. is God never lied. Amen. Gott wird euch nur verlassen. Probably the best, your best friend lies to you, Vielleicht lügt euch euer bester Freund an. but God doesn't lie. Aber Gott lügt nicht. One thing that God cannot do Das eine, was Gott niemals tun kann, is lie. ist Lügen. So if He says this, Denn wenn er das sagt, I will never leave you. ich werde euch niemals verlassen, I will never forsake ich you. werde euch niemals aufgeben, I will go with you. ich werde mit dir gehen, Then it means He's with us. dann heißt das, He will never leave us. dass er mit uns ist, uns And He niemals will verlassen with wird us. und auch mit uns gehen wird. And can you open the next Bible verse? Und den nächsten Vers. And yeah, His love stays with us, and nothing can take it out from our life. Seine Liebe bleibt mit uns und nichts kann diese Liebe aus unserem Leben herausnehmen. In Romans 8:38 until 39, it is said, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Römer 8, Vers 38 bis 39 steht geschrieben, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. You know the song Reckless Love, right? Ihr kennt den Song Unendlich Liebe, oder? Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Ja. And what does it say? Oh, it Aber chases. was bedeutet das? And the next lyric says, oh, it never, oh, it never. Chases us down. Oh, it Fights the never- unfound. Yeah, it says the love keep chasing us. Ja. Die Liebe wird immer um uns jagen, Yeah, chase me down, fights till I'm found. bis ich gefunden werde. And he kicked down the walls. He go over mountains. Stürmt die Mauern oder geht auch über Berge rüber, He go through valleys durch Felder durch, to get us. um uns zu holen. Because nothing can separate us from His love. Denn nichts kann uns davon abhalten von der Liebe Gottes. So because of this, Und deswegen His love stays forever with us. bleibt seine Liebe für immer mit uns. It will never end. Es wird niemals enden. And God also said, Und Gott hat auch selbst gesagt, my grace is sufficient. meine Gnade reicht aus. My grace is sufficient in you. Meine Gnade reicht aus in dir. In your weakness, In deiner Schwäche my grace is sufficient. ist meine Gnade ausreichend. And it will always sufficient. Und es wird immer ausreichend sein. It will never go less, Es wird niemals weniger werden, but even it will go more. aber vielleicht mehr werden. My grace is sufficient. Meine Gnade reicht aus. So the first reason Und deswegen der erste Grund is His never-ending love. ist seine unendliche, niemals endende Liebe, That will never leave us, die uns niemals verlassen wird and that nothing can separate us from this. und von die uns auch niemals separieren kann. The second reason Zweiter Grund. that He is interested in our well-being. Dass er interessiert ist an unserem Gutbefinden. What is well-being? Was heißt es, sich gut zu befinden? Like the song.
So that wie we das- sang, that we sang just now. den wir gerade gesungen haben. It is well with my soul. It is well with my soul. Es ist gut mit meiner Seele. Like, well-being is like really in peace, right? Gut zu gehen bedeutet, dass man im Frieden ist. Well-being is like, I lack nothing. Gut zu gehen bedeutet, dass es mir an nichts fehlt. And this is his interest, Und das ist seine Interesse. to meet our needs Um unsere Bedürfnisse zu treffen, so that we can be well, sodass es uns gut geht, so that we can be prosper. damit wir wachsen können. Like in the Psalm 35 verse 27. So wie im Psalm 35 geschrieben steht. It is said, let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yeah, let them say continually, let the Lord be magnified, which had pleasure in the prosperity of his servant. Dort steht geschrieben, doch alle, die meinem Freispruch wünschen, sollen Freude jubeln und immer wieder sagen, der Herr ist groß. Er will, dass seine Diener in Frieden leben kann. He had pleasure in our prosperity. Er hatte Freude in meinem Frieden. Yeah, in other translation it says, he has pleasure in our well-being. Und in einer anderen Übersetzung steht geschrieben, er hat Freude daran, wenn es uns gut geht. So that means he enjoys to make us become well. Und das bedeutet, dass er sich freut, wenn es uns gut gehen kann. He enjoys to make us prosper. Und wenn wir wachsen können. Um, yeah. So this is David. Yeah, David says this. Das hat David gesagt. Probably. So as I read this verse, I question like, Als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich mich gefragt, why can David say this? warum kann David das sagen? Why can David say, the Lord is interested in my well-being? Wie kann er das sagen, dass der Lord interessiert ist, dass es mir gut geht? The Lord, why can God be interested? Why can be God so interested in our prosperity? Wie kann Gott daran so interessiert sein, wie es uns geht? So go back to the story of David again. Nochmal zurückzukommen zur Geschichte Davids. Not our David here too, but Nicht unseren David. David, aber den David in the David. Bible. You know that he was a king, right? Wir wissen, dass er ein König war. And back then, Und damals the king's problems are war die Probleme der Könige wars, viel größer, wars. viel schlechter, schlimmer. War. Ah, Kriege. Yeah, war. Kriege, Wars. ja, Kriege waren das Problem. Probably all of us haven't experienced a war. Vielleicht haben wir alle schon mal einen Krieg erlebt. But yeah, I try to imagine it. Aber versuchen wir es vorzustellen. And all I can feel is this fear. Und alles, was ich fühlen kann, ist so diese Angst. You know, like fear of death. So diese Angst vom Tod. Like if you go to war, Wenn wir zum Krieg gehen, in den Krieg ziehen, there is only two possible outcomes. gibt es nur zwei mögliche Enden. Either you are alive in the end, Entweder überleben or you're dead, oder wir sterben, right? oder? And I don't know if I were there, Und ich weiß nicht, wenn ich da gewesen wäre, I would still want to live. ich möchte doch leben. I want to have a long life. Ich möchte ein langes Leben haben. But the situation doesn't make it possible Aber diese Situation macht es nicht möglich. because yeah, it's wars everywhere. Denn es gibt dort überall Kriege. And even the war is caused by his friends. Und dieser Krieg ist ja von seinen Freunden begründet worden. That's why his heart was so, oh why? Und deswegen war sein Herz so schwer und hat gesagt, warum? Like he was so in pain. Er war so in Schmerzen. But time after time, Aber Zeit nach Zeit, if you read the whole Psalms, wenn wir diese ganzen Geschichten lesen, you will see that God delivered all the time. dass Gott immer für ihn gesorgt hat. Like after every cry Nach jedem Ausschrei comes God's salvation in David's kommt life. seine Rettung in sein Leben. Like
Like if you read some, maybe you can find verses like, oh praise God, He's good, He's forever Oh, good. preis den Herrn, er ist gut, er ist für immer gut. And then comes the verse again, Und dann kommt noch ein oh anderer. Lord, where are you? Oh Herr, wo bist du? My soul is so in anguish. Meine Seele sehnt sich so gerne. But then come again like, yeah, God is my victory. Und dann kommt wieder, oh Gott ist meine Stärke, ist mein Sieg. I mean, David has experienced God. David has experienced God time after time. David hat Gott Zeit nach Zeit nach Zeit nach Zeit immer erlebt. That he saw victory time after time after time. Dass er immer gesehen hat, Sieg nach Sieg nach Sieg. That he can say in the end, yes, he is so interested in my well-being. So dass er am Ende sagen konnte, ja, er ist interessiert daran, wie es mir geht. Yeah, because every time I come to him, Denn jedes Mal, wenn ich zu ihm komme, he delivers. dann wird er sich für mich sorgen. My soul become in rest again. Und meine Seele kann sich wieder ausruhen. And I prosper. Und ich wachse. Like, you guys know that soul is fragile, right? Und ihr wisst, dass die Seele etwas Zerbrechliches hat. Like, I study medicine and there are doctors also Ich here. studiere Medizin und auch hier unter unseren Reihen gibt es Doktoren. And if you go to a psychiatry clinic, Und wenn wir in die Psychiatrie beispielsweise gehen, it was so painful to see them es ist so schmerzlich, das anzusehen. because their soul was so broken. Denn ihre Seele ist so zerbrochen. Like, in my opinion, I would choose to be well in soul rather than well in like material things. Meine persönliche Meinung ist, ich möchte lieber, dass es in meiner Seele gut geht, als meinem Körper, in meiner materiellen Welt. I would rather have peace in my life Ich möchte lieber, dass ich diesen Frieden in meinem Leben habe, rather than having money but there's no peace in my life. Right? als Geld zu haben und dann keinen Frieden. And there is only one person that who can really meet that needs, Aber es gibt nur einen, der diese Ansprüche wirklich treffen kann. and it is God, Und das ist Gott. because He is interested into your well-being. Denn er ist interessiert daran, wie es uns geht. He is so interested in your well-being. Er ist so daran interessiert, dass es uns gut geht. If you see the story of Jesus, Wenn wir die Geschichte von Jesus ansehen, every people who came to Him jeder, der sich an ihn gewandt hat, had problems, hatte Probleme. and every time people asked Him for healing, Und immer hat jemand nach ihm gefragt, heile mich. He healed, right? Und er hat geheilt. He never rejected, Er hat es niemals abgelehnt. because He is so interested for well-being. Denn er ist so daran interessiert, dass es uns gut geht. He is so interested to heal, Zu heilen, to bring salvation in our life. um Rettung in euer Leben zu bringen. That's why I love the song from last week Und deswegen liebe ich diesen Song von letzter Woche, that said, He rescued my soul. der gesagt hat, er hat meine Seele errettet. Yeah, because if you feel me, I'm like, yeah, it was like, oh, this is my salvation. He rescued my soul. Denn ich kann so sagen, das ist meine Rettung gewesen, das ist meine Seele. So yeah, this is the second reason. Und das ist der zweite Punkt. He is interested in our well-being. Er ist interessiert, dass es uns gut geht. And if he is interested, Und wenn er daran interessiert ist, he is really interested. Then dann, yeah, he is really ja, dann ist er interested. wirklich interessiert daran. Yeah. And then the third reason Der dritte Punkt. is that God rewards our faith. God rewards our faith. Gott belohnt unsere Vertrauen. When I'm not talking about faith that like big faith, small faith. I'm not talking about Wir that sprechen nicht darum, großes oder kleines Vertrauen. because yeah, I mean like faith is faith. Glaube ist Glaube, oder? The kind of faith that I'm talking about is Die Art von Glaube, worüber ich spreche, that you come to God dass es zu Gott kommt. and you believe that He exists. Und ihr daran glaubt, dass er existiert. Like as you come to God in your prayer So wie wir also zu Gott kommen in unserem Gebet. and in your heart, like you talk in your prayer, right? Und in eurem Gebet, dann sprecht ihr doch, oder? And faith means like as you talk,
you know that there is God and God hears. Und Glaube bedeutet, dass es dort Gott gibt und dass euch Gott zuhören wird. And that is faith. Das ist Glaube. And here in Hebrew 11 verse Im 6, Hebräer steht geschrieben. it is said, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists, and that He rewards those who earnestly seek Him. Da steht geschrieben, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Who believe in God? Wer glaubt an Gott? That means you have faith, Das right? heißt, ihr habt Glauben, oder? And that means as you come to God, Und das bedeutet, wenn ihr zu Gott kommt, He rewards. dass euch belohnt wird. He rewards. Er belohnt euch. Probably there are some Christians who have like prayed for something for a long time. Vielleicht gibt es Christen da draußen, die über Sachen gebetet haben für eine ganz, ganz lange Zeit. I don't want to say that I understand them, Und ich möchte nicht sagen, dass ich sie verstehen kann. because I'm not this person. Denn ich bin nicht einer von diesen My Personen. experience is different. Meine Erfahrung ist ganz anders. But what I believe Aber is was ich glaube ist, God rewards. dass der Gott belohnt wird. God rewards our prayer. Er our belohnt faith. unser Gebet, unser Glaube. But probably you are saying, I've prayed for so many times Und ihr sagt euch vielleicht, oh, ich habe so oft gebeten and I don't see God. und ich sehe Gott nicht. You say that God rewards? Seht ihr, dass der Gott belohnt? Well, where's the reward now? Wo ist die Belohnung? Well, just keep praying. Glaubt einfach an uns. Gebetet weiter. I don't have any better answer than God rewards, Ich habe keine bessere Antwort als Gott belohnt euch. because that's what I believe. Und das ist das, was ich glaube. And that's also what happened in the Bible Und was passiert in der Bibel? and also in the life of believers. Und im Glauben, im Leben der Gläubigen. There are so many witnesses in Es the gibt so Bible viele Zeugen in der Bibel about faith, über den Glauben. and in their story, God rewards. Und in deren Geschichte belohnt Gott sie. And you probably have heard also people testify about God's goodness in their life. Und auch Gott hat Leute aussprachen lassen über seine Güte in ihrem Leben. Like you heard one time Pardo telling that God provided him, Paul hat beispielsweise schon eine Geschichte erzählt. and Suriani's story, Suriani auch. and a lot of people's story. Und viele andere Leute auch. Yeah, wow, yeah. Und ihn auch. And I mean, just keep going. Macht einfach weiter. Believe that He rewards, Glaubt daran, dass er euch belohnen wird. because He rewards. Denn er belohnt euch. Just keep going. Geht einfach weiter. So these are the three reasons that I want to share Und with das you. sind diese drei Gründe, die ich mit euch teilen möchte. First one is His never-ending love. Es sind niemals endende Liebe. The second one is God is so interested in your well-being. Er ist so interessiert daran, dass es uns gut geht. And the third one is God rewards our faith. Gott belohnt unseren Glauben. And there is also even in Psalm 30. Im Psalm 30 steht auch geschrieben, This is David again. auch David hat das gesagt. What did he say? You have turned my mourning into dancing for me. You have taken off my sackcloth and clothed me with joy, that my soul may sing praise to you and not be silent. May not be silent. Oh Lord my God, I will give thanks to you forever. Du hast mir meine Klagen in meine Reigen verwandelt. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet, damit man dich zu Ehren losbringe und nicht schweige. O Herr, mein Gott, ich will dich ewiglich preisen. So if you are facing something today, Also wenn ihr irgendetwas fokussiert and probably you have been praying for something for a long time, und ihr habt darum schon eine ganze Zeit lang gebeten but I believe that this will happen to you. und
Ich glaube daran, dass das in eurem Leben passieren wird. Your mourning will turn into dance. Dass euer Klagen in einen Freudentanz sich verändert. Your sackcloth, you know sackcloth? Euer Trauergewand Yeah, will be changed with joy. wird sich verändert werden mit Frieden. I believe that will happen. Ich glaube daran, dass das passieren wird. So, I want to close with also 3 points. Ich möchte jetzt mit 3 Dingen abschließen. The first one is, Der erste Punkt ist, that is my verse, Matthew 11. Matthew 11, verse 28 until 30. It is said, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Because, my burden is light. in Matthäus 11, Vers 28 bis 30 steht geschrieben, kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und das, was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. God said, just come to me. Gott hat gesagt, kommt einfach zu mir. Come to me. Kommt zu mir. No matter how heavy your burden is, Egal wie groß eure Last ist. probably it's not so heavy Vielleicht ist es nicht so schwer or really heavy. oder sehr schwer, Just come to me. aber kommt einfach zu mir. And you will find rest. Und du wirst dort Frieden finden. So, come to God. Kommt einfach zu Gott. And because we have God, Und weil wir Gott haben, we have hope, haben wir die Hoffnung. and our life can only be better and better. Und unser Leben kann einfach nur besser und besser werden. We can always come to God Wir können immer zu Gott kommen. in the nights, In der Nacht, before we go to bed, bevor wir schlafen gehen. pillow talk with God. So dieses Kissengespräch mit Gott. Because He is all ears. Denn er hat immer Ohren für uns. And He is not only ears, Und er hat nicht nur Ohren für uns, but He also hands. I mean, respond. He do. aber er hat auch Hände für uns. Und er tut was. He gives salvation to us. Er gibt Rettung zu uns. So God is waiting now Und deswegen, Gott wartet for the pillow talk. für dieses Kissengespräch. Don't let backgrounds, don't let the Lasst past euren Hintergrund, eure Vergangenheit weg. makes you hesitate to come to God. Oder euch sogar davon abhalten, zu Gott zu kommen. He's waiting you with open arms. Er wartet auf euch mit offenen Armen. And for we brothers and sisters, Für uns, Bruder und Schwester. let us always encourage each other to Lasst uns einander ermutigen, support each other, einander zu supporten. because we are all one body here in this place. Denn wir sind ein Körper in diesem Platz, oder? No one is alone in this place. Keiner ist hier allein. So also for brothers and sisters, be slow to talk and fast to listen. Seid also langsam zu sprechen und schnell zu hören. And always direct each other to Jesus again. Und leitet euch einander immer wieder zu Jesus zurück. The last point that I want to close with is Der letzte Punkt ist Isaiah 40. Can you open Isaiah 40? Alright. Verse 27 until 31. Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel? My way is hidden from the Lord, and my just claim is passed over by my God. Have you not known, have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength.
They shall mount up. No. Come back again. Yeah. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. In Jesaja 40, Vers 27 steht geschrieben: Ihr Nachkommen Jakobs, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen? Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Denn der Herr ist der ewige Gott, er ist der Schöpfer der Erde und auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos, seine Weisheit ist unendlich tief. Dem Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die in ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen nicht und sind nicht erschöpft. So, come to God. Amen. Deswegen kommt zu Gott. Amen. I want you to say to your neighbors, come to God. Ich möchte das jetzt zu euren Nachbarn sagen, kommt zu Gott. Alright, let's pray. Lasst uns nochmal beten. Father, we thank you today.